Die Altria Group ist einer der größten Tabakunternehmen in den USA und bekannt für seine führende Zigarettenmarke Marlboro. Und neben diesem traditionellen Tabakmarkt, der natürlich weiter ein wesentlicher Teil des Geschäfts von Altria bleibt, hat man aber auch jetzt immer weiter seine rauchfreien Produkte und sowas wie Nikotinbeutel und Vaping ausgebaut unter den Marken On und Enjoy. Und wir schauen uns heute an, ob Altria geeignet ist für langfristige Investitionen als Anleger. Und deswegen habe ich jetzt hier als erstes mal die letzten Quartalszahlen mit dabei. Als erstes werden wir uns jetzt hier mal die Vape anschauen, also unter dem Produktnamen Enjoy. Wir können jetzt hier schön feststellen, dass das Lieferungsvolumen schön angewachsen ist, sowohl bei den einzelnen Verbrauchsstücken, die man eben braucht, um die Vape dann zu betreiben, als auch bei den Geräten an sich. Also da haben wir so bei beiden Segmenten schon ein gutes Wachstum auf jeden Fall mit drinnen. Das gleiche sieht man jetzt hier nochmal in den USA, was wir da für einen Device Share Growth haben, nämlich 14%. Das ist auch durchaus wirklich starkes Wachstum jetzt hier bei diesem Produkt. Außerdem haben sie jetzt hier nochmal eine neue FDA Authorization bekommen für diese Mentholstecker, die für die Vapes dann eben oben drauf sind. Hier sieht man mal einen interessanten Graphen, der zeigt jetzt hier in Blau die Anzahl der Personen, die nur ausschließlich Vapes benutzt, und in Grau die Personen, die sowohl vapen als auch normale Zigaretten rauchen. Das sind natürlich dann die Personen, die im Moment den meisten Gewinn wahrscheinlich und Umsatz auch erzeugen werden. Jetzt schauen wir hier auf das orale Tabak-Segment, also alles, was Snus betrifft, ist unter der Marke On. Und auch hier wirklich sehr, sehr starkes Wachstum. Es ist jetzt hier dieses Industry Volume Growth, und da soll das jetzt 9%, bei 9% liegen in den letzten Halbjahr, das jetzt hier noch im Moment läuft. Und auch das Shipment Volume ist auch sehr, sehr stark angestiegen und mit 37,3%. Also es ist wirklich ein wahnsinniges Wachstum hier vom letzten Quartal 2023, also im Vergleich zu 2024, diesem Quartal. Also das ist auf jeden Fall wirklich schön zu sehen. Hier sieht man auch mal, wie die Produkte an sich aussehen. Hat man vielleicht auch schon mal gesehen in der Tankstelle oder so. Vielleicht konsumiert man es ja auch selber. Und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Bereich jetzt, den man hier weiter ausbauen möchte. Das sieht man auch nochmal hier, On Share of Oral Tobacco Category. Also hat sich hier auch verbessert von 6,9% Marktanteil auf 8,1%. Also das ist auch weiterhin in einer guten Richtung. Außerdem haben wir jetzt hier sogar noch On Plus. Auch da glaubt man, dass man weiter einen guten Fokus drauf legen kann, dass man eben das auch integrieren kann als wichtigen Bestandteil des eigenen Geschäftssegments, und da auch hier haben sie jetzt hier mit der FDA weiter zu tun, was diese On-Plus-Produkte angeht. Und jetzt hier ganz wichtig natürlich der Financial Outlook. Und hier gehen wir davon aus, dass das Second Quarter relativ flat wird vom Ergebnis. Also es war jetzt flat vom Ergebnis. Und im ersten Halbjahr generell hat man jetzt ein leicht rückläufiges Ergebnis bei den Earnings per Share. Und jetzt für das ganze Jahr erwarten sie jetzt hier eine Wachstumsrate von 2,5 bis 4%. Und das ist jetzt praktisch gerechnet ab 2023, also für das Jahr 2024 komplett Wachstum, ja, 2% bis 4% insgesamt. Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Jetzt hier wichtig, das Zigarettensegment ist jetzt hier im Second Quarter um 2% gefallen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wenn wir das auf Halbjahr anschauen, dann ist es sogar noch stärker mit minus 2,3%, aber es ist natürlich jetzt auch kein Wunder. Das haben wir ja auch schon bei der Analyse zu British American Tobacco gesehen. Wer die noch nicht gesehen hat, die verlinke ich jetzt hier nochmal unten in der Caption, könnt ihr auch noch gerne anschauen. Dann jetzt hier im Smokable Products Segment im Generellen, da sind jetzt die Margen, die sind gestiegen. Das ist auf jeden Fall schon gut zu sehen. Im Vergleich natürlich sind jetzt hier das Operating Income ist gesunken, aber die Margen sind wenigstens noch gestiegen. Das ist schon mal ein relativ schönes Zeichen. Wo man sich wirklich gut halten hat können, ist hier bei diesem Marlboro Retail Share und Share of Premium. Da ist nur ein ganz minimaler Rückgang beim Retail Share angefallen, und beim Premium haben wir sogar ein Wachstum mit drinnen. Also Marlboro ist weiter eine wirklich sehr, sehr robuste und wirklich starke Marke hier, die man hat. Und jetzt sieht man aber hier die Adjusted Cigarette Decline Rates, und die sind ja wirklich sehr, sehr stark. Also hier 10,5% und
also bei den Smokables und in der ganzen Industrie von -9%. Also es ist wirklich, ja, einfach an sich, ja, schrumpfender Markt sozusagen für das Unternehmen und deswegen versucht man sich eben durch diese ganzen rauchfreien Produkte einfach, ja, ein bisschen zu diversifizieren. Auch die John Middleton Cigars, die sind auch um -0,8% hier im Lieferungsvolumen gesunken. Das Einzige ist auch hier wieder diese ja, Margen, die man weiter steigen konnte, jetzt hier beim Adjusted OCI. Die OCI-Margins sind aber leicht sinkend gewesen. Und das gilt jetzt eben für diese Oral Tobacco Product Segment Retail Share. Da sehen wir aber auch, dass hier MST und Snus, beziehungsweise On, hier leicht gesunken ist tatsächlich im Retail Share. Und zwar um 5,8 Prozentpunkte. Das ist natürlich nicht so schön. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, man ist jetzt hier investiert als auch an diesem Bierhersteller ab InBev, also Anheuser-Busch InBev und ist da beteiligt. Also auch sehr, sehr interessant. Hier mal die Kapitalallokation. Ist natürlich für uns immer sehr interessant. Was möchte man mit dem ganzen Geld, das man hier generiert? Also ist ja wirklich eine Cashflow-Maschine. Was möchte man damit anstellen? Wir haben ein Aktienrückkaufprogramm. Ja, da hat man 2,4 Milliarden US-Dollar an Aktien zurückgekauft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und davon sind jetzt noch 1 Milliarde übrig. Und man hat bereits 3,4 Milliarden in Dividenden im ersten Halbjahr bezahlt. Das ist auch schön. Und die Verschuldung 2,1-fachen Debt-to-EBITDA-Ratio. Das ist auf jeden Fall auch sehr gesund. Das ist kein Problem. Das ist wirklich in Ordnung. Hier nochmal ein schöner Überblick über die einzelnen Marken, die man hier im Portfolio mit drinnen hat. So, schauen wir mal weiter. Hier hat man sich mal die ganzen Enterprise Goals aufgeschrieben, die man erreichen möchte. Und da möchte man natürlich vor allem hier diese US Smoke-Free, also die rauchfreien Produkte, stark wachsen lassen. Und zwar mindestens um 35% bis 2028. Also das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Und möchte hier halt langfristiges Wachstum hauptsächlich mit diesen innovativen, rauchfreien Produkten erhalten, wie man es hier nennt. Ja, aber jetzt schauen wir weiter auf den einzelnen Score. Bevor wir dazu kommen, würde ich dich noch bitten, wenn dir das Video gefällt, dann lass doch gerne ein Abo da für den Kanal, einen Daumen nach oben, auch gerne kommentieren. Hier auch zuletzt dieses Video zu British American Tobacco, da haben sich ja die ein oder anderen haben sich gewünscht, dass mal ein Video zu Altria kommt und deswegen bin ich jetzt auch dem Wunsch nachgekommen. Also vielen Dank für Glocke anmachen, Daumen nach oben und so weiter. Jetzt schauen wir uns hier mal im Aktienguide die Altria Group an. Kennzahlentechnisch haben wir im Moment ein KGV von 8,8, wirklich sehr, sehr günstige Bewertung. Dividendenrendite knapp 8%, also auch das wirklich sehr, sehr starker Dividendenzahler. Können wir auch hier feststellen, also hier die Dividendenhistorie der letzten 25 Jahre sowie die Prognose. Wir sehen brutal, wirklich sehr, sehr schön konsistentes Wachstum, soll auch in den nächsten Jahren laut den Prognosen hier so weitergehen. Davon gehe ich auch sehr, sehr stark aus. Da sieht es einfach wirklich gut aus bei der Altria Group. Und wir sehen jetzt auch im Vergleich der letzten 10 Jahre wirklich sehr, sehr hoch von der Dividendenrendite. Payout Ratio ist bei 84% und das Wachstum im letzten Jahr war hier bei 4,35%. Das ist natürlich auch noch recht nett. Wenn jetzt eh schon die Dividendenrendite so hoch ist, sind ja natürlich 4% auch schon wirklich stark. Wir können uns hier jetzt auch mal die Analystenmeinungen anschauen. Da sind die meisten jetzt im Moment für Halten auf der Altria Group eingeschossen. Und wenn wir jetzt hier den Chart jetzt nochmal anschauen, also wenn wir gucken jetzt hier Altria versus S&P 500, sehen wir, dass wir vom Kurs her schon deutlich hinterm S&P 500 liegen. Ist natürlich aber auch typisch, also das ist ist kein Wunder. Es ist meistens so, dass jetzt hier ohne Dividende das Tabakunternehmen oder die Tabakunternehmen hinterm S&P 500 liegen. Dafür ist es natürlich auch ein deutlich weniger schwankungsanfälliger Kurs und so weiter. Aber man muss klar sagen, wenn man jetzt auf dem S&P 500 gesetzt hätte vor 6 Jahren, dann wäre man deutlich besser gefahren, als wenn man die Altria Group per Einzelkauf sich ins Depot gelegt hätte. Schauen wir mal weiter auf den aktuellen Qualitätscheck und hier haben wir einen Score von 9 von 15 Punkten. Also es gibt Punktabzug fürs Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre, weil es wirklich sehr, sehr niedrig noch war, mit 0,88%. Stabilität des Umsatzwachstums, auch da ein Punktabzug. Zusätzlich dann noch Rendite aufs eingesetzte Kapital und natürlich hier so ein bisschen Kursstabilität und Performance.
Und die Finanzverschuldung gibt sogar auch noch einen Punktabzug, aber an sich jetzt kein ganz schlechter Score. Das ist schon akzeptabel auf jeden Fall. Hier bei der Altria Group kann man sich jetzt echt nicht beschweren. Wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, ich würde sagen, auf Basis des Gewinns am besten, auf Einjahressicht, sehen wir, dass wir im Moment tatsächlich eher überbewertet sind. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir jetzt schon wirklich einen sehr, sehr starken Kursanstieg gesehen haben bei der Altia Group. Aber da könnte jetzt auch wieder ein bisschen Luft abgelassen werden. Ist ja jetzt auch nur für Einjahressicht. Auf Dreijahressicht sind wir tatsächlich sehr, sehr stark unterbewertet. Also sehen wir auch schon, dass jetzt dieses Bewertungsmodell hier auf den Einjahresgewinn nicht die allerhöchste Validität hat. Auf dem Umsatz, also wenn man das Fair Value to Umsatz sieht, dann sehen wir, dass wir nur leicht überbewertet sind, so circa 10%. Und im Vergleich des letzten Jahres ist es aber auch hier ein bisschen höher überbewertet. Also jetzt im Vergleich zu den vergangenen Monaten ist jetzt hier schon ein bisschen höhere Bewertung wieder mit drinnen. Aber das sieht man eben auch am Kurs. Aber an sich ist die ganze Faktorenanalyse wirklich sehr, sehr grün. Und auch beim Piotrowski F-Score sieht es echt gut aus mit einem Score von 7 von 9 Punkten. Und da gibt es eben nur bei der Verschuldung und bei der Liquidität einen Punktabzug. Und hier beim Dividendennadel 3 von 4 Punkten. Hier ist halt nur die Ausschüttungsquote ein bisschen arg hoch und deswegen gibt es auch hier einen Punktabzug. Aber es ist halt auch ein wirklich starker Dividendenzahler. Kommen wir mal zur Charthistorie von Altria. Also wirklich wunderschöner Chart seit 1968 im Aufwärtstrend und ist man auch nach wie vor wirklich ultra langfristig und also wirklich schönes Bild. Jetzt läuft man natürlich hier oben schon wirklich lange, lange seitwärts. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Markt für Tabak halt am Schrumpfen ist und das schon auch ein Problem ist für die ganzen Tabakkonzerne. Da ist Altria natürlich nicht ausgeschlossen. Aber seit Ende 2023 hier schöner Kursanstieg, der jetzt auch wieder ein bisschen nach unten abgebaut wurde. Ich denke jetzt tatsächlich, dass wir jetzt noch ein bisschen langsam nach unten korrigieren. Am besten so auf die 45 US-Dollar. Hier haben wir eine wirklich starke Volumenakkumulation. Hier sieht man das links. Schöne Zone hier auch mit diesen ganzen Unterstützungen mit drinnen. Also wenn das Unternehmen hier mal nochmal einen Boden baut, wäre das wirklich eine sehr, sehr gute Einkaufschance nochmal, auch mit diesem Monatstief hier links. Wäre eine sehr, sehr schöne Zone auf jeden Fall. Da müssten wir jetzt natürlich noch ein paar Prozent korrigieren und zwar so 10% könnte man schon noch vom Kurs her runterkommen. Aber kann natürlich auch sein, dass wir uns jetzt hier einfach weiter dynamisch nach oben bewegen. Auf jeden Fall kann man da durchaus mal mit einer Korrektur rechnen, auch wenn wir jetzt hier im RSI vom überverkauften Bereich runterkommen. Also sieht jetzt im Moment alles okay aus. Wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend, einen neuen, sind wir gerade am etablieren. Das gefällt mir also schon mal sehr, sehr gut. Ist jetzt auf jeden Fall besser, als wenn man jetzt hier irgendwo in der Vergangenheit eingestiegen wäre. Ist jetzt, wenn jetzt eine Korrektur kommt, wirklich schon mal ein guter Einstieg möglich. Jetzt schauen wir mal schnell noch auf den Financial Overview bei Altria. Wie bereits erwähnt, 8% Dividende, Marktkapitalisierung von 87 Milliarden US-Dollar. Die Netmarge ist wirklich sehr, sehr stark angewachsen in den letzten Jahren. Umsatz, ja, ziemlich stetig gehalten, also da kein wesentliches Wachstum, aber natürlich das Net Income wirklich brutal am Wachsen. Und was natürlich ganz klar ist, man ist nur in den USA tätig und vertreibt nur in den USA seine Produkte. Hauptmarktanteil im Jahr 2023 war mit 84%, logisch Zigaretten. 10,9% machen diese oralen Tabakprodukte aus und 4,5% die Zigarren, die man noch im eigenen Portfolio hat. Dividendenhistorie, wie bereits erwähnt, wirklich sehr, sehr stark. Debt to Free Cashflow haben wir im Moment so eine Verschuldung von 2,5 sowas. Also das war auch wirklich in Ordnung. Man hatte auch wirklich einen extrem starken Free Cashflow hier bei diesem Unternehmen. Von dem her da alles in Ordnung. Hier sieht man jetzt nochmal schön das Umsatzwachstum der letzten Jahre. 2023 leicht rückläufig, minus 0,8%, 2022 minus 2%. Es wird sich wahrscheinlich auch fortsetzen, auch wenn man beim Net Income wirklich gutes Ergebnis einfahren hat können, ist jetzt eben das Umsatzwachstum rückläufig gewesen in den letzten Jahren. Jetzt gucken wir noch auf den Free Cashflow und da sehen wir schon, dass der auch schön gehalten wurde, sogar langfristig leicht steigend ist, jetzt hier im Jahr 2023 wirklich gut war. Und das ist ja eigentlich auch der Hauptinvestment-Case rund um Altria, ja, dass man einfach weiterhin seine Produkte verkaufen kann, viel Geld verdient und das eben dann auch an die Aktionäre zurückführt. Ja, im Vergleich der letzten Jahre ist jetzt die Bewertung hier relativ niedrig tatsächlich.
hatten da deutlich höhere Raten mal. Price-to-Free Cashflow haben wir im Moment 7,72 im Jahr 2023 gehabt. Wenn wir das auf Quartal sehen, sind wir jetzt schon ein bisschen höher wieder mit 8,71. Hängt natürlich auch mit dem Kursanstieg zusammen. Schauen wir mal die Total Common Shares Outstanding an. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wir hatten im Jahr 2017 1,9 Milliarden Aktien ausstehend. Jetzt haben wir noch 1,76 Milliarden Aktien ausstehend. Also sehr, sehr schön. Man kauft eigene Aktien zurück. Das ist definitiv gut für uns als Aktionär. Von dem her auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass die Altria Group uns hier immer weiter beteiligt als Aktionär. Ja, Dividende, wie bereits auch gesagt, die ist wirklich gut, die wird quartalsmäßig ausbezahlt, also im grünen Bereich. Was das Earnings per Share Wachstum angeht, das soll das Unternehmen tatsächlich laut dem Ausblick hier weiter wachsen. Was ja schon ein gutes Zeichen eigentlich ist, also das würde schon mal einen kleinen Turnaround auch bedeuten für Altria. Aber was den Umsatz angeht, da wird weiter davon ausgegangen, dass man hier weiter Umsatz abbauen wird und erst ab 2027 soll der Umsatz dann wieder ansteigen. Von dem her ist es aber jetzt kein großes Problem, wenn man wirklich es schafft, in Earnings per Share Growth zu halten und seine Marktposition ja, zu festigen und einfach versucht halt diesen Abfall an Umsatz und so weiter und Gewinn aufzufangen mit diesen ganzen ja, tabakfreien Produkten, dann wäre es auf jeden Fall wirklich gut, auch eine Chance sozusagen bei Altria Group mit dieser Dividendenrendite, falls sie das wirklich schaffen, eben diesen Wandel zu diesen nikotinfreien Produkten, ist es natürlich wirklich ein richtig ja, günstiges Unternehmen und eignet sich auch als ja, Dividendenkönig für ein langfristiges Portfolio, wenn man eben schon wirklich jetzt auf diese Dividendenausschüttungen setzen möchte. Passt jetzt nicht zu meiner Strategie. Mir ist eben auch wichtig, dass ich hier langfristig sowas wie ein S&P 500 outperformen kann. Aber für die Leute, die vielleicht jetzt auch schon nahe Richtung Ruhestand und so weiter gehen und einfach auf einen hohen Cashflow im Depot setzen und eben diese hohe Dividende mitnehmen möchten, denke ich, ist es wirklich ein guter Pick einfach fürs Depot. Von dem her auch wirklich interessant. Mir gefällt zwar British American Tobacco tatsächlich noch etwas besser als Altria, aber das Unternehmen ist, ja, ist sehr, sehr ähnlich aufgestellt. Von dem her auch alles in Ordnung. Passt halt einfach nur zu meiner Strategie nicht. Ja, lass mir doch gerne mal wissen, was du von Altria hältst und vergiss nicht, British American Tobacco da mal zu vergleichen, mal Video auszuchecken. Auch sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.